Hey, heute soll es um das Thema gehen, was ist Zeit? Es ist immer jetzt. Zu Anfang wollte ich einmal sagen, wie komme ich denn überhaupt dazu, hier Vorträge über die Zeit zu halten? Ähm, Bin ich denn Albert Einstein oder so? Ich will es mal so sagen, ich habe ja diese Philosophie namens Spiritualismus und der springende Punkt bei diesem Spiritualismus ist die Materielosigkeit. Das heißt, die grundsätzliche Idee, dass es Materie in dem von uns gedachten Sinn nicht gibt, als außerhalb und unabhängig des menschlichen Bewusstseins, sondern Materie ist vielmehr ein Produkt des Bewusstseins. Und wenn wir in die Welt hineinschauen oder wenn wir ins Universum schauen, dann sehen wir nicht in eine Welt voller Materie, sondern in ein Bewusstsein hinein. Und da dieses Bewusstsein, das ist letzten Endes gemacht aus Information. Und diese Information stellt sich uns dar als Vorstellungen. Als Vorstellungen von Materie beispielsweise oder als Vorstellungen von Straßen, Häusern, Plätzen und dergleichen. Und da die Welt aus Vorstellungen besteht und nicht aus Materie, ist es das Werkzeug der Wahl, Vorstellungen zu benutzen, um diese Welt zu untersuchen. Nun kann, wie der Spiritualismus ja selber sagt, die Welt ganz verschiedene Vorstellungen haben, beziehungsweise die Welt kann aus verschiedenen Vorstellungen bestehen und wäre dann jeweils eine andere Welt. Zum Beispiel unterscheidet sich die Welt des Materialismus deutlich von der des Spiritualismus. In der Welt des Materialismus gibt es ja diese Vorstellung, dass die Realität getrennt wäre von den Menschen, die Träger eines Bewusstseins sind, während der Spiritualismus es genau andersrum sieht. Die, das Bewusstsein und die Realität sind ein und dasselbe und die Realität ist also nicht getrennt von uns, sie ist nicht entfernt von uns, sie ist nicht ähm, etwas, aus dem wir Informationen abrufen, sondern die Informationen werden durch uns erzeugt und die Realität wird durch uns erzeugt. Und deshalb habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht über diese Entitäten, die ja nun auf verschiedene Art und Weise offenbar zu sehen sind, wie zum Beispiel Zeit. Und wie Albert Einstein ja zeigte, kann man diese Dinge scheinbar einfach rumdrehen, so wie er es machte, und eine funktionierende Theorie erzeugen, indem man Raum und Zeit zusammenführt, so wie er es gemacht hat. Und ich meine, das ist also ein schönes Beispiel dafür, wie man im Prinzip alle Vorstellungen auf etwas ganz anderes drehen kann und ähm, bleibt innerhalb des Bewusstseins in einer funktionalen Form. Ich möchte zuallererst, bevor ich das also jetzt also noch ein bisschen vertiefe, möchte ich mal was vorlesen aus einem Buch, das ich mal gemacht habe. Es ist eine Übersetzung von Ouspensky und über Ouspensky werde ich noch mal eine eigene Sendung machen. Also Ouspensky war ein sehr spiritueller Mensch, ein Mensch, der dachte der dachte in Metaphern und der war ein visionärer, spiritueller Mensch und hat mit dem Symbolismus des Tarot eine Sammlung von sehr visionären ähm, Deutungen zusammengebracht. Und da es keine Übersetzung aus dem Englischen gab, habe ich sie damals gemacht und habe das hier in diesem Büchlein verewigt. Und es hat mich selber sehr, sehr beeindruckt. Und ich kann nur sagen, ich selber übrigens bin kein Kartenleger oder so. Ich habe also keinen besonderen Bezug zu ähm, Kartendeutungen, Astrologie und dergleichen. Es ist zufällig nicht mein Ding, aber diese ähm, Metaphorik
von Ouspensky hat mich also schwer beeindruckt. Und ich lese jetzt hier bloß mal einen kleinen Satz vor und möglicherweise sagt es euch was, vielleicht auch nicht. Ich würde natürlich hoffen, dass es euch schon was sagt. Es geht um die Karte Mäßigkeit aus dem Tarot. Und auf der Karte zu sehen ist tatsächlich ein Engel, der zwei Kelche in der Hand hält und zwischen den Kelchen fließt etwas hin und her. Und der Ouspensky schreibt, der eine Kelch in den Händen des Engels ist die Vergangenheit, der andere ist die Zukunft. Der Regenbogenstrom zwischen den Kelchen ist die Gegenwart. Du siehst, dass er in beide Richtungen fließt. Dies ist Zeit in ihrem unverständlichsten Aspekt. Die Menschen meinen, alles würde stets nur in eine Richtung fließen. Sie sehen nicht, dass sich alles stets trifft, dass die Zeit eine Vielzahl sich drehender Kreise ist. Verstehe dieses Geheimnis und lerne die gegensätzlichen Strömungen im Regenbogenstrom der Gegenwart zu unterscheiden. Das war mir natürlich ein großes Rätsel, als ich das damals las und ich spürte irgendwie, dass das auch eine Wahrheit hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht bei solchen Sachen. Also ich mag das. Für mich war das ein Riesenrätsel. Wie kann die Zeit in beide Richtungen fließen? Wie ist das möglich? Ähm, Ich hatte dann auch noch das Buch gelesen, Jetzt von Eckhart Tolle, das viele von euch bestimmt auch kennen. Das ist ein Bestseller gewesen seinerzeit vor vielleicht 15 Jahren oder 20, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also damals, als ich es las, hat es mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und es geht in dem Buch die ganze Zeit eigentlich nur darum, zu sagen, dass der Moment der Gegenwart der einzige Zeitpunkt ist, von dem wir wirklich sprechen können, dass er existiert. Wir haben ja im Materialismus immer diese Vorstellung, dass die Gegenwart ebenso existent wäre wie die Zukunft und das Jetzt. Also ich weiß nicht, was eure Vorstellung ist. Also irgendwie vermischt sich da vieles, glaube ich. Es ist schon klar, dass die Vergangenheit nicht eine solche Existenz hat wie die Gegenwart. Aber dort ist doch die Vorstellung, dass auch die Vergangenheit eine Existenz hätte, und zwar eine sehr eindeutige. Und verbildlich wird es häufig in der Form eines Zeitstrahls, wie ich ihn jetzt hier hinter mir einblenden möchte. Den habe ich selber gemacht. Der ist also sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe hier keinerlei Eintragungen gemacht für den Urknall, für dieses oder jenes geschichtliches Ereignis. Also hier ist bloß zu sehen, die Vergangenheit und die Zukunft und der Strich in der Mitte, das ist die Gegenwart. Und das ist also unsere Vorstellung von der Zeit. Sie sie flösse nur in eine Richtung, so denken wir, weil, das kommt ja aus dem Zeitstrahl hier hervor, der Zeitstrahl ist also gerichtet. Es geht aus von einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist nach unserer Vorstellung, würde ich sagen, der Urknall. Und wir befinden uns jetzt gerade in der Mitte zwischen Vergangenheit und Zukunft. Oder man könnte diesen Punkt auch irgendwohin verschieben, mehr so Richtung rechts oder links. Man weiß es nicht, wie lange dauert die Zukunft noch. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist das unsere Vorstellung von der Zeit. Und was zum Beispiel aus diesem Zeitstrahl folgt, ist, dass wir die Vergangenheit wie festgezurrt sehen. Wir glauben, dass es in der Vergangenheit ganz viele Fakten gibt, die wir eins zu eins im Jetzt haben, in Form von Geschichtsbüchern und so weiter. Und wir verkennen dabei natürlich den Aspekt, dass die Vergangenheit, insofern sie wiedererzählt wird, jeweils immer eine Erzählung ist. Ich glaube, ich hatte das in irgendeiner anderen Sendung schon mal gemacht und dargelegt, dass also jede Geschichte immer nur eine, wie man so schön sagt, ähm, wie nennt man das, eine Erzählung ist. Ich blende es ein. Und der Eckhart Tolle hat in seinem Buch
Jetzt, das im Grunde wie so eine Art ähm, Meditation ist. Das ganze Buch lang geht es immer um dieses Jetzt. Es ist jetzt. Konzentriere dich auf das Jetzt. Du bist im Jetzt. Die Sorgen an eine Zukunft, das ist eine reine Theorie. Konzentriere dich aufs Jetzt. Was in der Vergangenheit war, ist eine Erzählung. Konzentriere dich aufs Jetzt. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, würde ich sagen, dann hat man wirklich eine schöne Vorstellung davon, dass das Jetzt der einzige Punkt ist, von dem wir wirklich sagen, er hat Existenz. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, denn tatsächlich vermischen sich in der Erinnerung das Jetzt und die Vergangenheit und auch unsere Erwartungen in die Zukunft, und insbesondere wenn wir träumen beispielsweise, dann verschwindet dieser Zeiteindruck total. Aber ich glaube, man kann sagen, mit einiger Logik und mit einiger Wahrheit, dass man wahrnehmen kann, dass der einzige wirklich existierende Zeitpunkt das Jetzt ist. Und dass es diesen Zeitstrahl in der Form, wie wir hier uns gegenseitig immer zeigen, so nicht existiert. Und in dem Buch jetzt gibt es den einen Satz, den ich mir gemerkt habe, den ich also sehr mochte. Und der heißt, was würde was würde der Adler sagen, wenn man ihn fragen würde, wie spät es ist? Und die Antwort ist, er würde sagen, es ist jetzt. Was sonst? Es ist immer jetzt. Ich habe das hier mal verbildlicht mit Hilfe von KI und finde einfach, und ich könnte mir vorstellen, dass es für manchen von euch vielleicht, der das Buch nicht gelesen hat oder der diesem Gedanken zum ersten Mal über den Weg läuft, einiges abverlangt, das überhaupt für sich zu verstehen, weil das war bei mir genauso. Ich habe damals sehr, sehr lange darüber nachdenken müssen, und mit der Zeit ist es eingesunken. Ja, genau so ist es. Es gibt nur diesen Zeitpunkt jetzt, und alles andere ist eine Theorie über eine Vergangenheit, die es gegeben haben mag und so weiter, eine Zukunft, die es geben könnte und so weiter. Ähm, und nun wird also aus dem Zeitstrahl, so wie er vorher war, ein Punkt, ein Zeitpunkt, ein einziger Punkt. Und nun kommt für mich wieder nun kommt für mich wieder diese Sache von Ouspensky ins Überlegen. Wenn die Zeit nur ein einziger Punkt ist und kein gerichteter Strahl, es hat also keinen Anfang, kein Ende, es ist nur ein Punkt. Warum kann sie dann nicht vor und zurückfließen? Und ich denke, dass ein Punkt, der könnte jederzeit in eine der beiden Richtungen fließen, und dass dieses visionäre Stück von Ouspensky seine absolute Berechtigung hat. Meiner Ansicht nach, also wenn ich da eine Theorie haben dürfte zu diesem Thema, dann wäre es, dass die Art und Weise, wie die Zeit in eine Richtung fließt, aus unserer Sicht etwas damit zu tun hat, mit unserer Logik und damit, dass sich die Gedanken durchdringen. Die Gedanken der Menschheit sind nicht wirklich vereinzelt, wie die Menschen denken. Das sind keine Individuen, sondern die Gedanken durchdringen sich und stimmen sich jeweils ab. Und ähm, sie, wenn man so will, einigen sich auf eine bestimmte Richtung der Zeit. Und aus diesem Grund entsteht der Eindruck, als flösse die Zeit nur in eine Richtung und könne nur in diese Richtung fließen. Und ich denke, dass tatsächlich der Regenbogenstrom der Zeit in beide Richtungen fließen kann. Insofern man, wenn man dieses Denkmodell nimmt, sich darüber im Klaren ist, dass die Logik, die man hat, etwas, also die Logik funktioniert immer so, zuerst passiert A und dann B. Dass B vor A passieren kann, das ist aus unserer Sicht unmöglich. Und dann gibt es aber
Dinge, insbesondere aus dem menschlichen Bereich, jetzt nicht in Bereichen der Natur, was ich als die uns übergeordnete Logik betrachte, Gedanken, die zu uns kommen, die aber stärker und wichtiger sind als unsere eigenen. Ähm, Wenn man also die Logik des Menschen betrachtet, dann kann man schon manchmal sehen, dass eine Logik, die eine bestimmte Abfolge hatte, umgedreht werden kann, zum Beispiel durch Ereignisse, die etwas anderes darstellen oder wenn man Dinge anders betrachtet und dass insofern die vermeintlich so feste Abfolge von Ereignissen tatsächlich durcheinander geraten kann. Ich bin, wenn ich also sagen würde, es könnte ein Zurückfließen der Zeit geben, jetzt aber nicht der Meinung, dass es Zeitreisen geben könnte, denn ich hatte ja schon mal gesagt, aus spiritualistischer Sicht ist die Information immer einzigartig. Das ist etwas, was im Materialismus im Grunde so nicht gedacht wird, weil die Information ist ja das Sekundäre. Das Primäre ist die Materie. Von diesem Außen, von diesem von uns unabhängigen Außen rufen wir Informationen ab und die Information kann immer dieselbe sein. Sie kann vervielfältigt werden, sagen wir mal auf Disketten und so weiter, das ist eine geläufige Vorstellung, man kopiert einfach Informationen. Während der Spiritualismus davon ausgeht, dass das Bewusstsein ja das letztendliche Sinnesorgan ist und dass es dieses feste Außen nicht gibt, dass wir also Informationen nicht irgendwo abrufen, sondern sie selber erzeugen und dass sie sich in Form von Vorstellungen uns zeigen. Und der Sinn dabei, dass man sagt, es müssen immer verschiedene Informationen sein, ist, dass man sagt, es gibt keine zwei gleichen Vorstellungen. Oder man könnte es auch so sagen, dass man sagt, wenn das Universum ein Bewusstsein ist und wenn unser Blick ins Universum ein gültiges Bild eines Bewusstseins erzeugt, dann wäre eine Information etwas, das so zwischen den Himmelskörpern anzusiedeln wäre wie irgendein Gegenstand. Und die Gravitation dieser Himmelskörper würde auf dieses Element so wirken wie eine Vielzahl von Kräften, die an jedem einzelnen Punkt im Universum eine einzigartige Position und Richtung ergibt. Ein Vektor sozusagen. Und das wäre also die Begründung, warum die Information immer einzigartig sein muss und warum aus meiner Sicht, wenn das so ist, Zeitreisen unmöglich sind. Aber ich will im Grunde nochmal darauf zurückkommen, weil es gibt ja in dieser ganzen verwirrenden Sache eine Sache, die mir im Prinzip wirklich am Herzen liegt und die, glaube ich, für sich genommen schwer genug zu verstehen ist. Und das ist, dass die Zeit tatsächlich nur ein einziger Punkt ist und dass wir immer im Jetzt sind. Und ich würde euch bitten, darüber zu meditieren oder nachzudenken, was aus meiner Sicht genau dasselbe ist. Und wenn es euch interessiert, darüber zu sprechen in dem Forum oder euch zu melden. Und natürlich, wenn ihr könnt und wollt, einen Like dazulassen und ein Abonnement, denn ich werde natürlich hier immer weitermachen und würde mich bedanken für eure Zuseherschaft und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In the night full of thunder and sideways rain.